Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute möchte ich euch erzählen, warum ich Frugalist wurde, warum es für mich so ziemlich der einzig wahre Lebensstil ist, wie es dazu gekommen ist und alles drumherum. Ich denke, das wird eines der persönlichsten Videos, die ich je gemacht habe, da ich seit 15 Jahren so lebe und dabei einiges gelernt habe, aber auch ein paar Mal angeeckt bin, angestoßen bin mit anderen Leuten und ja, viel Spaß beim Video. Bevor wir loslegen, kommt gerne in unsere Facebook-Gruppe Frugalismus und Minimalismus bewusster Leben. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch da mit mir vernetzt und wir uns gemeinsam bei diesem Thema unterstützen. Sei es Vermögensaufbau, Minimalismus, Enthaltsamkeit, persönliche Entwicklung oder was euch so auf dem Herzen liegt. Nun aber mal zu mir. Wie kam es dazu, dass ich Frugalist wurde? Wir müssten zurückgehen zu dem Jahr, wo ich 14 Jahre alt war. Das war nämlich so das entscheidende Alter, wo sich mein Denken geändert hat. Für viele ist es wahrscheinlich ziemlich zeitig, weil kaum einer in dem Alter an Vermögensaufbau denkt, rational an Gewinnvermehrung oder an Enthaltsamkeit denkt oder so im Sinne von Konsum. Ich war in meiner Jugend Leistungssportler. Das hieß, ich habe sehr zeitig das Haus verlassen. Das war mit 12 Jahren damals, bin ich von zu Hause ausgezogen und bin auf das Sportschule-Internat gegangen am Olympiastützpunkt in Cottbus. Das hieß, ich habe unter der Woche sehr viel trainiert, also ungefähr 10-mal die Woche trainiert und mehr. Damals hatten wir nur ein sehr kleines Zimmer mit meinem Zimmerkollegen. Wir haben gegenüber geschlafen und hatten so einen schmalen Schrank. Da ging also schon mal nicht viel rein. Wir hatten die ersten 2 Jahre keinen Fernseher und vor allen Dingen auch kein Smartphone, denn damals gab es einfach noch keine Smartphones. Das heißt, wir mussten uns vor allen Dingen beschäftigen mit uns selbst. Wir mussten viel lesen, wir haben Musik gemacht, wir waren viel draußen, wir haben viel Sport gemacht, auch in der Freizeit. Wir haben kreative Sachen gemacht und vor allen Dingen Zeit mit unseren Freunden und Leuten im Internat verbracht. Und dann kam dieser wichtige Faktor, wenn du besser werden willst im Sport, musst du natürlich viel trainieren. Und was brauchte man damals? Man brauchte viel Zeit. Man brauchte Zeit fürs Training, man brauchte Zeit fürs Essen machen, man brauchte Zeit für Erholung, man brauchte einfach Zeit. Was man nie brauchte, war Geld. Aber versteht das nicht falsch. Viele Sportarten sind sehr teuer. Einige Sportarten aber nicht. Und ich war damals Leichtathlet zum Beispiel. Es ist aber so, dass du eine gewisse Summe Geld brauchst, um deinen Sport ohne Druck ausüben zu können. Deswegen finde ich es zum Beispiel auch gut, wenn Sportler relativ viel Geld verdienen. Natürlich nicht unendlich viel Geld. Ja, manche Sportarten, da gibt es übertrieben viel Geld und andere arbeiten trotzdem noch 40 Stunden die Woche, obwohl sie Weltklasse-Sportler sind. Ich finde aber, es sollte eine Grundbezahlung für die Sportler geben, damit sie genug Zeit haben, sich auf ihren Sport zu konzentrieren. Das heißt, zur damaligen Zeit, ich konnte gar nicht irgendwie viel mehr kaufen. Ich brauchte auch nichts, weil ich brauchte einfach nur Zeit für meinen Sport. Ich konnte nichts in das Zimmer stellen, weil der Platz war begrenzt. Und dann gab es diesen einen Moment, da habe ich von meinen Großeltern 500 € bekommen. Damals 500 €, so ein großer lilaner Schein. Und ihr müsst euch vorstellen, dass so ein junger Kerl noch niemals so viel Geld in der Hand hatte. Damals kriegt man ein bisschen Taschengeld, die Eltern haben vielleicht ein Sparbuch für dich und so, aber niemals hast du einen 500er in der Hand. Irgendwie fand ich das beeindruckend und das hat mich angezogen und damals habe ich den 500er eingerahmt und neben mein Bett gehangen. Ich kann es euch sagen, ich habe es neben meinem Bett gehangen. Es war irgendwie wie eine Art Motivation für mich. Ich wollte den nicht ausgeben, ich wollte den behalten. Also das Gefühl in mir, Geld behalten zu können, war deutlich größer als der Wunsch danach, irgendetwas kaufen zu können, was ich vielleicht in ein paar Wochen gar nicht mehr brauche, nicht mehr angucke, was irgendwo in der Ecke rumliegt. Und damals habe ich in einem Buch etwas über passives Einkommen gelesen. In dem jungen Alter, das müsst ihr euch vorstellen. Und ich habe gelesen, was ist passives Einkommen? Dein Geld verdient Geld für dich, ohne dass du etwas dafür tun musst. Und ich dachte mir, das ist ja ultra schlau. Besser geht's ja gar nicht. Ich gebe mein Geld hin und mein Geld generiert mehr Geld. Wie kann das denn funktionieren? Und dann habe ich angefangen, mehr über das Thema zu lesen, mich da reinzudenken und kam immer mehr zu dem Schluss, dass wenn ich genügend Zeit haben möchte für meine Sachen, es möglich ist, von meinem Geld zu leben und dass mein eigenes Geld mich bezahlt.
somit begann ich dann, mich immer mehr für das Investieren zu interessieren. Natürlich war ich damals noch zu jung, das heißt, ich habe mein ganzes Geld in meinem Sparbuch gesammelt und habe gewartet, bis ich quasi 18 bin. Dann habe ich zum 18. auch noch eine große Summe Geld bekommen, die meine Eltern und meine Großeltern zum Beispiel für mich angelegt hatten. Das heißt, der Zinseszinseffekt hat die 18 Jahre davor schon für mich gearbeitet. Meine Interessen bis dahin waren natürlich sehr begrenzt. Ich habe mich damals sehr für Kunst interessiert, für Malerei, für das Zeichnen, für Sport im Allgemeinen. Ich habe dann viel Kampfsport gemacht zum Beispiel, viele Jahre. Ich habe viel Krafttraining gemacht zum Beispiel. Und alles, was ich dafür brauchte, war immer mehr Zeit. Ich brauchte nie viel Geld, weil die Sportarten kosten einfach nicht viel. Du brauchst vielleicht ein Gi, also einen Kampfanzug, mal ein paar neue Sachen oder so, für dass du besser rennen kannst, neue Schuhe oder sowas. Ja? Und fürs Zeichnen zum Beispiel ein Bleistift, Kohle, Papier, das kostet alles nicht so viel Geld. Deswegen habe ich damals dieses Geld genommen, was ich hatte, und habe es angefangen auf ein Konto zu packen und angefangen zu investieren. Und ja, das habe ich einfach genommen, habe es da reingesteckt. Und dann irgendwann habe ich so eine Rechnung gefunden, die mir gezeigt hat, dass es einen Zinseszinseffekt gibt. Und ich habe das für mich ausgerechnet, wenn ich so und so viel Euro jeden Monat investiere, über diese Jahre, plus Dividenden, plus Zinseszins und so weiter, was da alles kommt, habe ich mit so und so vielen Jahren ungefähr mehrere 100.000 Euro. Und dann dachte ich, wow, aktuell brauche ich zum Leben vielleicht 500 Euro, wenn überhaupt. Wenn ich so viel Geld habe, könnte ich aufhören, mit 40 Jahren oder mit 35 zu arbeiten. Das ist ja fantastisch. Außerdem habe ich gemerkt, dass durch meine Interessen, die ich entwickelt habe, immer mehr Leute den Kontakt zu mir gesucht haben. Leute haben mich gefragt, hey Roman, wie trainiere ich denn am besten das? Was esse ich denn am besten, damit ich mehr Muskeln aufbaue oder so? Dann haben sie mich gefragt, ob ich ihnen die und die Kampfkunst, Kampfsporttechniken zeigen kann. Manche haben mich gefragt, ob ich ihnen ein Bild zeichnen kann. Manche haben mich gefragt, wie ich das denn mache, dass ich immer Geld zur Verfügung habe, ohne dass ich so viel arbeiten gehe oder so. Also es hat sich immer mehr aus den Leidenschaften, die ich gemacht habe, haben sich immer mehr kleine Einnahmequellen entwickelt. Wodurch ich dann bemerkt habe, hey, wenn du einfach nur machst, was du gern machst, werden Leute dir folgen. Leute werden zu dir kommen. Du wirst vielleicht nicht mega reich werden, aber mit einem gewissen finanziellen Verständnis kannst du weitaus mehr Freiheit gewinnen als andere. Und dann kam ein entscheidender Punkt. Ich bin in die Ausbildung gewechselt. Die Ausbildung als Physiotherapeut ist in Deutschland ziemlich schwer. Und es kommt dazu, dass wenn du kein Stipendium hast, du an eine Privatschule wechseln musst und eine Privatschule wirklich teuer ist und bis zu 500 Euro im Monat kosten kann. Das heißt, du bezahlst sehr viel Geld für einen Beruf, in dem du später sehr wenig verdienst. Was auch noch dazu kam, dass die Ausbildung irgendwo anders stattgefunden hat. Das heißt, ich brauchte auf einmal ein Auto und ich brauchte viel Fahrzeit. Das heißt, ich musste einen Großteil meines Geldes in ein Auto investieren, was ich damals absolut nicht wollte. Und viel Zeit, die ich vorher hatte fürs Training, für das oder für andere Sachen, war auf einmal weg, weil ich musste zur Arbeit fahren. Und ich habe gemerkt, oh je, irgendwie das passt nicht. Und das hat mich immer gewurmt. Und ich habe gemerkt, wie stark mich das in meinem finanziellen Backup zurückgeworfen hat. Und dann war natürlich wieder dieser Drang da, das Geld wieder irgendwie reinzuholen. Das heißt, wenn ich Trinkgeld bekommen habe vom Patienten oder so, habe ich es genommen, auf die Bank gepackt, in Aktien investiert. Oder ich habe davon andere kleine Sachen gekauft, wo ich dachte, die bringen mir mehr Geld ein irgendwann. Das waren zum Beispiel Sammelobjekte oder so, seltene Editionen von irgendwas und habe die später wieder verkauft. Auf jeden Fall habe ich immer das, was ich gekauft habe, mit dem Hintergedanken gekauft, dass es mir später auch noch mehr Geld bringt. Und ich hatte es immer auf einem Marktplatz stehen. Das heißt, wenn jemand mir mehr Geld dafür gezahlt hat, habe ich auch verkauft. Also mir war bewusst, es begleitet mich ein kurzes Stück, aber ich muss es nicht unbedingt besitzen wollen, weil du nicht wirklich etwas besitzen kannst. Darüber mache ich bald ein Video. Wenn es draußen ist, ist es hier oben unter dem i verlinkt. Schaut da gerne mal rein. Und dann habe ich gemerkt, viele Leute, die ich getroffen habe, hatten einfach nie Geld zur Verfügung. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Teilweise haben sie das Doppelte oder das Dreifache wie ich verdient, aber sie hatten einfach nie Geld zur Verfügung. Und das Schlimmste daran ist, sie haben Chancen verpasst.
Chancen zum Beispiel zur richtigen Zeit in den Markt zu investieren. Chancen, vielleicht eine Immobilie zu kaufen, wenn Sie ein gutes Angebot bekommen haben. Chancen, vielleicht einen neuen Job anzunehmen, weil Sie einfach keinen finanziellen Background hatten, um die Phase zu überbrücken, wo Sie vielleicht nicht arbeiten können, die Ortschaft wechseln, wo Sie vielleicht eine neue Wohnung einrichten müssen oder irgendwas anderes. Das heißt, Sie waren gebunden an Ihren Alltag, Sie waren gefangen in Ihrem Trott. Und diese finanzielle Sicherheit, die man dann aufgebaut hat, die war mir einfach viel mehr wert als jeglicher Besitz, den man anhäufen kann, der dir einfach genommen werden kann. Stell dir vor, du kaufst dir eine 20.000, 30.000 Euro Uhr, läufst draußen auf der Straße rum, jemand sagt, ja, gib die Uhr her, sonst bist du dran. Du hast keine Chance. Du musst die Uhr rausrücken. Ja? Also ist es dann immer ein gutes Investment, haptischen Besitz zu haben. Ich weiß es nicht. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu sagen. Also ausschlaggebende Punkte für mich waren einfach, dass mein Raum immer begrenzt war und ich mich sehr wohl damit gefühlt habe, wenig zu besitzen. Mir persönlich gibt es zum Beispiel ein entspanntes Gefühl, wenn ich in den Raum blicken kann und ich genau weiß, was mir gehört. Wenn ich weiß, oh Gott, da sind noch 20 andere Räume, in denen irgendein Zeug liegt, oder ich habe noch 5 Häuser, weiß ich nicht wo, die vollgemüllt sind mit irgendwelchen Sachen, das gibt mir eine gewisse Unruhe. Auch habe ich eine Regel, dass wenn ich Dinge nicht innerhalb eines Jahres einmal wenigstens verwendet habe, kommen sie weg. Egal wie schön oder was auch immer sie sind, sie kommen dann einfach weg. Das Gefühl von Zinseszins und vom passiven Einkommen hat mich einfach so fasziniert über die Zeit, wie dein Geld für dich Geld verdienen kann. Das ist für mich das Wertvollste und Logischste überhaupt. Deswegen bin ich quasi Frugalist geworden, weil ich persönlich für mich mehr Zeit generieren wollte. Mittlerweile bin ich auch nicht mehr so, dass ich unbedingt frühzeitig in Rente gehen muss. Für mich ist es wichtiger, eine gute Work-Life-Balance zu haben. Und jetzt vielleicht noch für euch so ein kleiner Gedankengang. Vielleicht wollt ihr ja frühzeitig in Rente gehen, um unbedingt aus eurem schrecklichen Alltag auszubrechen. Vielleicht seid ihr einfach unglücklich mit eurer Situation aktuell. Vielleicht seid ihr unglücklich mit eurem Job, mit der Umgebung, wo ihr euch befindet, wie euer Leben bisher verlaufen ist, oder ihr arbeitet vielleicht einfach viel zu viel. Ich denke, wenn du eine gute Work-Life-Balance schaffst und wenn du das machst, was du gern tust, dann kommt es dir auch nicht so vor, als arbeitest du oder verschwendest irgendwie Zeit. Das war's an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da und abonniert kostenlos unseren Kanal. Das könnt ihr direkt hier tun. Und hier oben in der Playlist Frugalgedanken verlinke ich euch weitere spannende Videos über das Thema. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis bald. Macht's gut. Ciao.